Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu den Algorithmen und Datenstrukturen. Und zwar geht es heute um die Datenstrukturen. Ja, wer hätte es gedacht, ne? Hab's euch ja versprochen. Und zwar Datenstrukturen, naja, das ist so ein Ding. Überall sind sie vertreten, aber niemand weiß so genau, was das eigentlich bedeutet. Und das ist ein Riesenproblem meiner Meinung nach. Denn im Endeffekt sind Datenstrukturen eigentlich nichts Kompliziertes, aber trotzdem sehr, sehr wichtig. Und zwar, wenn wir uns hier einfach mal eine Speisekarte angucken. Das ist im Endeffekt schon ein Produkt, was eine Datenstruktur braucht. Wenn wir hier 4 Pizzen haben und 4 Getränke, ja, die müssen wir irgendwie in unserem Computer anlegen. Die müssen wir speichern können und zwar irgendwie auf der Festplatte. Jetzt kommt jeder wahrscheinlich und sagt, ja, aber du kannst doch das einfach in Dateien speichern. Ja, richtig. Aber wie sind diese Dateien aufgebaut? Wie machen die das? Und wie funktioniert das dann im Code? Denn die Festplatte ist unfassbar langsam, ja. Und deswegen muss das irgendwie effizient sein. Das heißt, bei Datenstrukturen geht es darum, was wollt ihr genau speichern? Wie wird das im Speicher abgelegt und wie lange braucht zum Beispiel der Zugriff oder das Durchsuchen von dieser wunderbaren Datenstruktur? Und genau damit befassen sich die Datenstrukturen. Und Datenstrukturen und Algorithmen sind natürlich super, super nah miteinander verbunden. Deswegen jetzt auch hier von mir in einer Playlist. Denn die Dinger, im Endeffekt, manche Datenstrukturen sind schnell, wenn ihr zum Beispiel was suchen wollt oder wenn ihr was machen wollt. Aber manche Datenstrukturen sind einfach unfassbar langsam. Und hier kommt es natürlich auch immer auf eure Anwendung an, was genau ihr machen wollt. Denn nehmen wir jetzt einfach mal mehr als diese 4 Pizzen und 4 Getränke. Was, wenn ihr deutlich mehr Pizzen anbieten wollt und ja, die halt einfach nicht unbedingt so leicht anbieten könnt? Ihr müsst das nicht lesen können übrigens, keine Sorge. Das sind einfach nur wirklich in dem Fall 43 Pizzen. Ich hätte gerne noch mehr drauf gemacht, aber ja, wie ihr sehen könnt, ich hatte echt Hunger. Ich hätte, glaube ich, 43 Pizzen tatsächlich verdrücken können. Okay, aber jetzt geht's wieder, also keine Sorge. Und ja, was machen wir eigentlich, wenn wir wirklich sehr viele Daten haben? Wir müssen irgendwie die Laufzeit, also die Geschwindigkeit von unserer Datenstruktur und von unserem Algorithmus vergleichen können. Und dazu hat man sich jetzt Folgendes gedacht. Wir nehmen einfach an, die Länge der Daten ist n. Ja? Stellt euch n als sehr große Zahl vor. Also stellt euch zum Beispiel ein n vor 10.000. Jemand bietet 10.000 verschiedene Pizzen an. Oder aber jemand bietet 10.000 verschiedene YouTube-Videos an. Ja? Das sind auch Datenstrukturen. Diese YouTube-Videos müssen irgendwie gespeichert werden. Oder Facebook-Posts oder Twitter-Post. Apropos, folgt mir auf Twitter. Und ja, da gibt es so viele Sachen, die man einfach speichern kann. Und die müssen wirklich sehr, sehr effizient sein. Denn ihr wisst, es gibt auf YouTube mehrere Millionen Videos. Und die müssen irgendwie alle gespeichert werden. Das heißt, wir brauchen schnelle Datenstrukturen. Und da wir nicht wissen, wie groß die Daten sind, damit wir es aber irgendwie vergleichen können, nehmen wir einfach mal ein N an, das sehr, sehr groß ist. Okay? Und dieses N ist aber, wie ich schon gesagt habe, unbekannt. So, und was wir jetzt haben wollen für eine gute Datenstruktur oder für mehrere gute Datenstrukturen, es gibt, kleiner Spoiler hier, es gibt mehr als eine geile Datenstruktur, es kommt immer darauf an, was ihr machen wollt. Wir wollen folgende Sachen haben. Wir fordern jetzt erstmal, wie die Regierung, wir fordern, und zwar schneller Zugriff auf einzelne Elemente. Schnelles Dateneinfügen, schnelles Durchsuchen von oben nach unten oder aber auch von unten nach oben. Wir wollen sortieren, wir wollen suchen und so weiter und so fort. Und ja, ihr seht, die Suche ist auch wichtig, denn zum Beispiel auf YouTube wollt ihr was in den Suchbegriffen eingeben und dann wollt ihr ein geiles Video haben. Und ihr wollt darauf nicht irgendwie 10 Monate warten, bis ihr ein Video vorgeschlagen bekommt, sondern ihr wollt es sofort haben oder fast sofort. Und deswegen muss all diese Sachen müssen sehr, sehr schnell laufen und deswegen ist die Datenstruktur sehr, sehr wichtig. Ja, kurzer Spoiler hier vorweg, es gibt sehr viele bekannte Datenstrukturen. Wir wollen jetzt in diesem ersten Bereich von den Datenstrukturen, wollen wir uns mit Arrays beschäftigen. Wir wollen uns mit Linked Lists beschäftigen. Sorry für das Englische, aber die deutschen Begriffe, die benutzt keiner. Das lassen wir wirklich einfach. Wenn jemand hier von Keller spricht, dann weiß niemand, was gemeint ist. Okay, das macht man einfach nicht. Wir wollen uns mit, und da habe ich tatsächlich den deutschen Begriff mal genommen, weil viele Lehrer sagen tatsächlich den deutschen Begriff. Wir wollen uns mit Queues bzw. Schlangen beschäftigen und wir wollen uns mit Maps und Sets beschäftigen. Graphen und Bäume sind unfassbar geile Datenstrukturen, aber leider auch unglaublich kompliziert und deswegen machen wir die später in der Playlist, wenn ihr ein kleines bisschen mehr Übung habt mit den Algorithmen und den Datenstrukturen. Das heißt, das kommt später, macht euch da keine Sorgen drum, das kommt noch.
Und ja, wir wollen jetzt, wie gesagt, auch wissen, wie schnell sind die Sachen, welcher Algorithmus und welche Datenstruktur ist für was eigentlich geil und was genau ist eigentlich unser Ziel. Was wollen wir denn genau machen? Und das werden wir in den nächsten paar Videos abklären. Und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Lasst mir gerne Feedback da und genau, wir hören uns. Bis dann. Ciao.